Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den Heldenliedern, das Nibelungenlied für das Deutsche Haus von Emil Engelmann. Auf der Seite werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden, die euch zu den vorherigen Folgen führt. So, wir machen weiter mit dem Nibelungenlied. Davor wurde schon die Pläne von Herrn Hagen offenbart, was er vorhatte, der nach Gold giert. Und Hagen hat Gunther dazu überredet, Siegfried zu verraten. Und jetzt, Moment, 15. Abenteuer, wie Siegfried verraten wurde. Es war am 4. Morgen, da sah man 30 Mann nach Worms zu Hofe reiten, die sagten Botschaft an, dem reichen König Gunther von neuem Kampf und Streit, die Lüge schuf hernachmals gar großes Herzeleid. Sie kündeten, sie seien von Lüdeger gesandt, der einst bezwungen hatte des starken Siegfrieds Hand. Herrn Gunther hieß sie sitzen, sie aber wollten stehen, bis ihres Herren Botschaft nach Sitte wär geschehen. Euch kündet Fehde Lüdgast und König Lüdeger. So sprachen sie, ihr schufet den beiden einst Beschwer. Nun wollen sie mit Degen euch reiten in das Land. Herr Gunther schien voll Zornes, als wär's ihm unbekannt. Er ließ die falschen Boten herbergen in der Stadt. Wie möchte da sich schützen Siegfried vor dem Verrat? Er oder jeder andere, den man so trüglich spann, wohl hätt es gern geschieden, manch treugesinnter Mann. Doch Hagen ließ dem König jetzt keine Stunde Ruh. Er ging mit seinen Freunden stets raunend ab und zu. Als eines Tags nun Siegfried sie allbeisammen fand, da fragte ohne Argwohn der Held von Niederland, was geht so ernst der König und die in seinem Bann? Gern helf sein Leid ich rächen, ihm gegen jeder Mann. Da sprach der König Gunther, wohl ist mir's billig leid, Lüdgast und Lüdger fordern aufs Neue mich zum Streit. Sie wollen Herfahrt halten in das Burgundenland. Da sprach der König Degen, dem wird schon meine Hand nach allen euren Ehren mit Kräften widerstehen. Von mir geschieht den Degen, wie früher schon geschehen. Die Burgen leg ich wüste, dazu das ganze Land, den Treuebruch zu bestrafen, mein Haupt jetzt ich zum Pfand. Wie freue mich diese Kunde, der König heuchelt so, als wär allens Ernstes er seiner Hilfe froh. Voll Falschheit neigt tief sich der ungetreue Mann und rüstete zum Scheine alsbald den Heeresbann. Da sprach der starke Siegfried, mein Vater Siegemund, ihr bleibet hier im Lande, ich komme kurzer Stund, so Gott uns Glück verleihet, hierher zurück zum Rhein. Ihr könnt im guten Frieden indes bei Gunther sein. Die Helme und die Brünnen man auf die Rosse lud, herfahrten wollten viele, der Degen kühn und gut. Da ging voll Arglestagen zu Kriemhilds Saale hin, sich Urlaub zu erbitten von seiner Königin. Wohl mir, sprach freudig Kriemhild, dass ich den Mann gewann, der meinen Freund und Herren so gut beschützen kann, wie Siegfried gleichermaßen an seinen Freunden tut. Jetzt trag ich trotz der Herfahrt im Herzen frohen Mut. Mein lieber Freund, Herr Hagen, gedenke nun an das. Ich war dir stets gewogen und trug dir niemals Hass. Das lasse nun genießen, auch meinen lieben Mann. Er soll es nicht entgelten, was ich Brünnhild getan. Mich hat's auch schon gereuet, gestand das edle Weib. Er hat mich schwer zerbleuet, zur Strafe meinen Leib. Dafür, dass ich mit Schelten ihr jüngst beschwert den Mut, das hat mir schlimm vergolten, der Degen kühn und gut. Ihr seid wohl bald, sprach Hagen, jetzt ausgesöhnt mit ihr, doch heut sollt in Wahrheit, Kriemhild, ihr kündet mir, wie ich euch wohl bei Siegfried am besten dienen kann. Ich tu es niemand lieber als eurem edlen Mann. Ich wär ohn alle Sorgen, sprach da das edle Weib,
dass einer von den Sachsen verhärte ihm den Leib, wenn ihm nicht allzu stürmisch im Streite wallt das Blut, da ob ist mir bekümmert, oftmalen Sinn und Mut. Seid ihr in Sorge, Herren, hub listig Hagen an, dass ihm von seinen Feinden werd Leides angetan, so kündet mir, was kann wohl zu seinem Schutz geschehen. Ich will im Kampfe treulich ihm stets zur Seite stehen. Sie sprach: Du bist, Freund Hagen, mit mir ja blutsverwandt. Darum befehl in Treuen ich Siegfried deine Hand, dass du mir wohl behütest den herzgeliebten Mann. Und leisen Tones also zu Hagen sie begann: Kühn ist mir mein Gatte Siegfried, dazu auch stark genug. Als einstmals an den Berge, der den Drachen erschlug, da badete der Starke sich in des Wurmes Blut. Jetzt schneidet keine Waffe den Recken hochgemut. Und doch bin ich in Sorgen, wenn er im Streite steht und von den Feinden Händen manch grimmer Speerwurf geht, dass ich verlieren könnte den herzgeliebten Mann. Drum rat mir, wie am besten man wohl ihn schützen kann. Denn dir will ich vertrauen, wo er verwundbar blieb. Du schirmst mir dann den Treuen vor Stich und Stoß und Hieb. Als aus den Drachen Wunde das heiße Blutstrom floss und sich gleich einem Bade auf Siegfried Leib ergoss, fiel zwischen seinen Schultern ein breites Lindenblatt. An dieser Stelle einzig, da blieb der Zauber matt, da kann man ihm verwunden, das schafft mir Sorg und Leid. So nähet doch, sprach Hagen, Herrn Siegfried auf das Kleid, für mich ein kleines Zeichen, dass ich erkennen kann, wie ich im Streit am besten beschirmen euren Mann. Dank dir, mit Seide näh ich, sprach Frosi aufs Gewand, ihm insgeheim ein Kreuzchen, das soll hält deine Hand, mir meinen Mann beschirmen, wenn's drauf und drunter geht und er in harten Stürmen vor seinen Feinden steht. Das tu ich so, sprach Hagen, viel liebe Fraue mein. Da wähnte sie, es sollte zu Siegfrieds Frommen sein und hatte doch verraten, damit den treuen Mann. Nicht ahnte sie, dass Hagen so grause Tücke sann. Der nahm nun schnellen Urlaub und schritt zu Gunther hin. Nun ist er uns verfallen, rief er im argen Sinn. Könnt ihr den Heerfahrt wenden, dann haben wir ihn bald. Wir jagen auf den Bären, Hussa im Odenwald. Ja, ich glaube, die Zusammenfassung ist relativ kurz für das hier. Kriemhild hat den nächsten Fehler begangen. Nicht nur, dass sie die Sache mit Kriemhild verraten hat, mit Brünnhild verraten hat. Jetzt verratet sie auch noch Siegfrieds größte Schwäche. Ich bin mir unsicher, wie viele Leute das noch wissen. Wahrscheinlich hat er es ihr erzählt. Und solche Geheimnisse sind ja natürlich am besten, wenn es am besten gar keiner weiß. Ich meine, der Zufall, dass dich dort ein Speer trifft, ist geringer, als dass du verraten wirst. Gut, aber machen wir gleich weiter mit dem nächsten Abenteuer. Verabschiedet euch schon mal. Geistig. 16. Abenteuer. Wie Siegfried erschlagen wurde. Nun zog am nächsten Morgen Siegfried, der edle Held, mit 1000 kühnen Degen gar froh Gemut ins Feld. Erwähnt er ritt zum Streite, zu seiner Feinde Leid. Zur Seite ritt ihm Hagen, der ward an seinem Kleid das Kreuz gewahr von Seide, und als er das gesehen, ließ 2 vertraute Degen er schnell von dannen gehen. Nach einer Weile ritten, in fremden Heergewand, die wieder zu Herrn Hagen, es habe sie gesandt, so kündete die Falschen Lüdgast und Lüdeger, und Frieden wer nicht kämpfen, der Könige Begehr. Und froh vernahm das Siegfried, ihn lüstete nach Streit. Er hätte gern vergolten, den Sachsen es mit Leid, kaum brachten sie's zu Wege, bei dem erzürnten Mann, dass er die Rosse wandte mit seinem Heeresbann. Gott lohnt es euch, sprach Gunther, als er nach Worms kam. Ihr seid, hoff ich, Herr Siegfried, uns ob der Fahrt nicht gram. Ich will es euch vergelten, wie ich mit mein Herzen heißt,
vor allen meinen Helden vertrau ich euch zumeist. Die Herfahrt sind wir ledig, so reitet denn mit mir zum Odenwald hinüber, da drüben wollen wir auf Schwein und Bären jagen, wie früher wir getan. Ich sag allen meinen Gästen heut noch das Jagen an. Das sänftigte Herrn Siegfried. Er strich sich seinen Bart. Wenn ihr zur Walde reitet, bin ich gern bei der Fahrt. Gibst du mir einen Jäger, der Fährten finden kann, dazu auch gute Bracken, reit mit ich in den Tarn. Willst du nicht mehr als einen, sprach Gunther allbereit, ich geb dir durch die Wälder gern Viere zum Geleit, die alle Steige wissen, im ganzen Jagdgefild, und dir Fährte weisen von manchem Edelwild. Als nun von Gunther Siegfried wegging in frohen Mut, da trat zum König Hagen im Augendürste Glut. Er raunte schlimme Worte, der unvollhalle Mann, vor einen kühlen Quelle, da drüben in dem Tarn. Siegfried indes zum Saale zu Frau Kriemhilde ging. Wie ihn da im Engsten sei Gemahl empfing. Sie dachte an die Meere, drob Hagen sie gefragt. O hätt von dem Geplauder sie Siegfried doch gesagt. Doch fürchtet die sein Schelten, die angsterfüllte Frau. Es stand von bösen Träumen ihr Aug in Tränen Tau. Sie sprach zu ihm: O Siegfried, lasst heut das Jagen sein. Ich hatte schlimme Träume, ein grimmes Eberschwein, das traf dich auf der Heide, da wurden Blumen rot. Dass du zu Walde ziehest, das schafft mir Herzensnot. Ich fürchte Feindes Tücke und listigen Verrat von diesen oder jenen, die man beleidigt hat und die uns schaden könnten in ihrem Hass und Neid. O bleib, mein treuer Herre, sonst widerfährt dir Leid. Er sprach: Sei ohne Sorge, ich kehre bald zurück. Auch weil's allhier ich keinen, der Hass trugt unserem Glück. Es sind du, Herzgetraute, mir all die deinen hold. Ich hab es nicht verdienet, dass mir nur einer grollt. O nicht doch, lieber Siegfried, ich fürchte deinen Fall. Mir träumte heut und weiter, wie übel dir zutal 2 Berge niederfielen, das Herz ward mir so schwer. Und willst du von mir scheiden, seh ich dich nimmermehr. Da küsste er sie lächelnd auf ihren roten Mund. Gott lasst mich bald, Herzliebste, doch wiedersehen gesund, samt deinen schönen Augen. Es muß nun einmal sein, dass ich heut von dir gehe. Fahrwohl, gedenke mein. Er hielt mit linden Armen umfangen ihren Leib. Ich nicht konnte ihn länger halten, das tränenreiche Weib. Er nahm mit Scherzen Urlaub und schied in kurzer Stund. Doch Kriemhild sah ihn hernachmals, ihn nimmer mehr gesund. Mit Gunther zog zum Walde der Degen hoch zu Ross. Er ritt mit ihm Herrn Hagen und mancher Jagdgenoss, mit Bogen und mit Hunden und scharf geschliffenem Speer, doch ferne blieb dem Jagen Gernot und Geiselher. Manch Saumross schwer beladen, das brachte überhain, den Weidgesellen Fässer gefüllt mit edlem Wein, und Brot und Fleisch und Fische und Speisen aller Art, wie sie ein reicher König mitführt auf seiner Fahrt. Von kündigen Gesellen ward nun im Wald bestellt, die Warte aller Enden, da sprach der kühne Held, Siegfried der starke Jäger, wer soll uns in dem Wald des Wildes Fährte weisen, das kündet uns nun bald. Da müssen wir uns scheiden, ward ihm darauf gesagt, wie allhier im Walde beginnen mit der Jagd. Dann wird sich auch, sprach Hagen, kundtun in kurzer Frist, wer unter all den Herren der beste Jäger ist. Die Leute und die Hunde, wir teilen uns darein. Dann kann ein jeder jagen nach Lust für sich allein. Und wer das Beste jaget, der habe dessen Preis. Nochmals sprach daher Siegfried: Wer einen Bracken weiß, der mir das wildes Fährte recht sicher spüren kann, den wollt ich gerne haben bei mir im grünen Tann. Da trat ein alter Jäger mit seinem Spürhund vor, den gleichen sich zum Genossen Herrn Siegfried auserkor, und was der gute Bracke auftrieb, das schlug die Hand Siegfrieds des kühnen Jägers von reichem Niederland. Sein Ross lief so geschwinde, dass ihm kein Wild entrann, der flinke Edelhirsche,
der Held gar viel gewann. Danach schoss einem wiesend er ab und einem Elk, 4 starke Ure schlug er und einem grimmen Schelk. Auch einen großen Eber trieb bald der Spürhund auf, der brach durch Busch und Bäume in wütend schnellem Lauf. Da schlug ihn mit dem Schwerte Kriemhildens starker Mann, das hätt ein anderer Jäger so schnell wohl nicht getan. Als dieser nun gefällt war, da lockte seinen Hund der alte Weidgeselle, nun wurden allen kund, wie viel der Held erjaget. Ihr lehrt den ganzen Tann, ja heut vom Wild, sprach staunend der alte Jägersmann. Das lasst nur von den Beute, kann es mit Fug wohl sein, uns armen Weidgesellen auch einen Teil gedeihen. Siegfried versprach es gerne, da schallte laut ein Horn, durch dieses ließ im Walde den Jägern wohlgeboren, der König Gunther kündet, das Jagens sei genug, hei was zur Feuerstätte man da des Wildes trug. Auch Siegfried sprach der Kühne, nun reiten wir von dann, er spornte sein Ross, das trug ihn gar bald aus dem Tarn, und gleich mit ihm taten viele, vorm Lärmen und Getos, ward aufgescheut ein Waldbär, ein Tier war's riesengroß. Als Siegfried ihn erschaute, rief er, löst von dem Seil den Bracken, bald schaff allen im Wald ich kurze Weil, es soll mit uns von hinnen zur Herberg jetzt der Bär. Da lösten sie den Bracken, Herr Betz, der zürnte sehr. Als nun von seinem Rosse Herrn Siegfried eilends sprang und mit dem Hund ihm stellte an einem Felsenhang, er konnt ihm nicht entrinnen, es fing ihn allzu Hand, der Held mit flinken Händen, er so der starken band. Dass er nicht beißen konnte, so zerrt er ihn zum Ross und band ihn an dem Sattel, den brummenden Genoss. Er mußte zur Feuerstätte, die schon bereitet war, da wurden all die Jäger den Recken wohl gewahr. Er ritt durch Holz und Heide in stolzer Herrlichkeit, sein Speer war groß und mächtig, sein Schild stark und breit. Balmung, das Schwert das Gute, hing nieder bis zum Sporn, von rotem Golde führte der Held ein schönes Horn. Aus eines Luchses Felle trug er ein reiches Gewand, vom Haupt bis zu den Füßen viel Zierat drauf man fand. Hell schimmerte sein Köcher und scharfen Pfeilen voll, mit händebreiten Schneide sein schwerer Bogen scholl. Wenn er ihn mächtig spannte, dies konnt ein anderer Mann, nur einzig mit der Winde, das er allein getan. Aus seinen Mantels Rauchwerk strahlt goldner Spangenschein, so ritt er mit dem Bären zur Feuerstadt herein. Da liefen ihm entgegen gar viele aus dem Tross und hielten dienstbeflissen dem Könige das Ross. Siegfried war abgestiegen und löste nun das Band, dem Bären von den Füßen schnitt Wader bei der Hand. Der Hunde wilde Meute, als sie den Bären sah, zum Küchenfeuer rannte das Tier voll Schrecken da. Hei, wie er all die Köche so flink vom Feuer schied, gar mancher Braten diesmal nicht sonderlich geriet. Gerückt ward mancher Kessel, zerrissen mancher Brand, mit Bogen und mit Spießen war mancher zwar zur Hand, doch konnte keiner schießen, von Hunden war's zu voll. Von dem Getös und Lärmen das Waldgebirg erscholl, bis jetzt mit einem Streiche Siegfried ihn niederschlug, da sprachen die es sahen, nur er ist stark genug, von allen Weidgesellen, um solchen Streich zu tun. Auf grünen Anger ruhten die edlen Jäger nun. Hei, was man reiche Speise den Degen allen bot, doch eines fehlt dem Mahle und schuf den Gästen Not. Die Schenken waren säumig, sie brachten keinen Wein, umsonst war alles Hofen, es schenkte niemand ein. Da sprach der kühne Siegfried, mich wundert dieses sehr, man bringt uns aus der Küche so mancherlei daher, was schenken uns die Schenken, nicht auch dazu den Wein, lässt man uns gar verdursten, mag ich nicht Jäger sein. Auch ich hätt wohl verdienet, dass man mein Nehme wahr, sprach Gunther bot und listig den leeren Becher dar, ich muß dem Tronjer Degen entziehen meine Huld. Herr Hagen, der ist einzig an unserm Durste schuld. Da sprach voll Truges Hagen, o liebe Herren mein, ich wähnte dieses Bürschen, das sollte drüben sein,
Im Spechthardswald dort fändet, des Weines ihr genug. Dorthin sandt ich die Rosse mit manchem Fass und Krug. Da schalt Siegfried, noch ahnte nicht der verratne Mann, welch grause Tücke Hagen mit Gunther um ihn spann. Ihr sollet 7 Säumer mit Mett und lauter Trank hierher gesendet haben. Ich weich euch nicht wenig Dank, dass ihr uns leiden lasset, so grimmen Durstes Pein. O hätt ich frisches Wasser, doch wenigstens vom Rhein. Da sprach der Tronje wieder: Ich schaffe Hilfe bald. Es ist ein kühler Brunnquell, ganz nahe hier im Wald. Dort unten jener Linde, so ihr wollt trinken gehen. Der Rat, der war Herrn Siegfried zu großem Leid geschehen. Die Tische wegzurücken, er also bald gebot, ihm lockte zu der Quelle des Durstes schlimme Not. Als sie von dannen wollten, nun zu dem Lindenquell, rief Hagen: Sagt Herr Siegfried, seid wirklich ihr so schnell? Ich hört, niemand könnt folgen, Kriemhildens Gemahl. Wenn er nach Kräften renne, o schaut ich das einmal. Wenn ihr zwei mit mir rennet, Herrn Siegfried fröhlich rief, will ich, wenn ich beim Jagen heut manche Stund auch lief, doch jetzt noch an mir tragen mein ganzes Birschgewand, dazu all mein Gewaffen und meines Schildes Rand. Abzogen ihre Kleider die beiden Recken da, in weißem Hemd man Hagen und König Gunthern sah. Sie liefen wie 2 Panther durchs Heidegras und Klee, doch sah man bei dem Brunnen den flinken Siegfried . Die Tugenden des Helden, die waren wahrlich groß. Er legt die Waffen nieder, da wo die Quellen floss. Wie sehr der Durst ihn quälte, der Held nicht eher trank, bis Gunther erst getrunken, der sagt ihm übel Dank. Es war des Brunnens Quellen gar lauter kühl und gut. Herr Gunther neigte tief sich hernieder zu der Flut und schlürfte durstet Mundes das Wasser aus dem Quell. O hätte doch getrunken von ihm Herrn Siegfried schnell. Der beugte jetzt erst sich nieder und trug vom Brunnen weit Herr Hagen voller Listen des Helden Schwert beiseit. Dann schlich zurück zum Bann er, auf dem der Wurfspeer stand, und spähte nach dem Kreuze von Seide am Gewand. Als nun der durstige Recken des Quellens Wasser trank, schoss ihn ja durch den Rücken, dass eine Quelle sprang, hoch auf zum Lindenbaume von Siegfrieds Herzensblut. Es standen all die Gräser in purpurroter Flut. Siegfried im wilden Toben empor vom Brunnen sprang. Ihm ragten von dem Rücken des Speeres Stange lang. Der Held vermeint zu finden sein gutes, scharfes Schwert. Dann hat er wohl dem Mörder den rechten Lohn gewährt. Doch als des Todes Wunde das Schwert am Born nicht fand, da hat er kein Gewaffen als seines Schildes Rand. Den zuckt er auf dem vom Brunnen und rannte Hagen an. Da konnte ihm nicht entrinnen der ungetreue Mann. War er auch wund zum Tode, so kräftig er doch schlug, dass wie ein Regenbogen der Edelstein genug ins Gras herniedersprangen von dem gewalt'gen Schild. Gerecht hätt sich gar gerne der Gatte der Kriemhild. Es strauchelte Herr Hagen von seiner Hand zu Tal, laut scholten Wald und Anger in dumpfen Widerhall. Doch bald schwand ihm die Stärke, es konnte nicht mehr stehen, die Kräfte seines Leibes, die mussten jachts ergehen. Da er des Todes Zeichen im Lichte Farben trug, gar bald ward er beweinet von schönen Frauen genug. Das Blut von seiner Wunde in Strömen niederrann, da sank er in den Blumen, Kriemhildens edler Mann. Zu herben Weheklagen zwang ihn der Wunde Not, auf alle, die voll Untreu verschuldeten sein Tod. Und so begann der Bleiche: Weh, dass ihr mich erschlugt, wodurch hab ich's verdienet, dass solches Neid ihr trugt. Ich war zu eurem Diensten in Treuen immer da, so wird nun dem vergolten, der euch gewogen war. Es sind durch euch geschändet und euren Zorn und Hass in künftig Stammessprossen, und wisset, Mörder, das: Ihr habt euch selbst erschlagen, euch bringt es Reu und Pein, dass ihr euch feige rächet, hier an dem Leibe mein. Hinliefen all die Mannen, wo er erschlagen lag. Es war für manchen Degen ein freudeloser Tag. Wer da noch Treue kannte, der hub zu klagen an,
das hatte wohl verdienet, der Recken wohlgetan. Der König auch, Herr Gunther, beklagte seinen Tod. Da sprach der Sterbenswunde: Das tust du ohne Not. Wenn der um Schande weinet, der selber ihn ersann, verdienet Schimpf und Schande, solch treulos schlechter Mann. Da sprach zu Gunther Hagen: Ich weiß es nicht für wahr, weshalb ihr klagt und jammert, wir sind der Sorgen bar. Nun mag's nicht viele geben, die über uns noch stehen, wohl mir, dass seine Herrschaft jetzt Einhalt ist geschehen. Ihr mögt euch leichtlich rühmen, Herrn Siegfried, ihr da schallt. Hätt ich gewusst, dass List ihr verübt und Gewalt, ich hätt von euch, Herr Hagen, geschützt mir meinen Leib. Mich jammert acht nur eines: Kriemhild, mein treues Weib. Gott möge sich erbarmen, dass sie mir einen Sohn gebar. Mit ihm ist für immer zum Vorwurf es und Hohn, dass ihm die eigene Sippe den Vater je erschlug. O hätt ich Kraft und Leben, ich rächte es genug. O Gunther, ich bewahrte dich einst vor grimmer Not. Du hast mir's schlimm vergolten, dass ich so wohl dir bot. Willst du mir nun auf Erden zum allerletzten Mal wie früher treu beweisen, so lass mein Ehgemahl Kriemhilden, deine Schwester, dir anbefohlen sein, in steter Treu und Gnade, samt dem Gesinde mein. Bei allen Fürsten Tugend, beschütz sie jeder Frist und lass sie's nicht entgelten, dass sie nun Witwe ist. Mein müssen lange Haaren, mein Vater und mein Sohn, und alles diesen ward mir als treuer Freunde Lohn. Die Blumen allenthalben vom Blute waren nass. Da rangt er mit dem Tode, nicht lange tat er das. Das tödliche Gewaffen, es traf ihn allzu schwer, da mochte nicht mehr reden, der Recke kühn und hehr. Die Herren, als sie schauten, den edlen Helden tot, sie baten auf den Schild ihn von Gold und Blute rot, dann traten sie zusammen und hielten eifrig Rat, wie man verhehlen könne Herrn Hagens Missetat. Da sprach der Tronje trotzig: Ich bring ihn in das Land. Mich sollt es wenig kümmern, wird es ihr auch bekannt. Die Brünnhilds Ehre schmähte in Zornes und Frevel Mut. Ich achte es geringe, was gegen mich sie tut. Von Brunnquell, wo Herr Hagen den edlen Siegfried schlug, will ich die rechte Meere euch künden, auch mit Fug. Ein Dorf beim Odenwalde, es heißet Odenheim, dort fließt noch heut der Brunnen, es kann kein Zweifel sein. Schwarz kam die Nacht gezogen, da fuhren sie zum Rhein. Von Helden konnte nimmer so schlimmer gejagtet sein. Das Wild, das sie erschlagen, beweinte manches Weib. Das musste schwer entgelten, viel kühner Helden Leib. Falls ich das ein bisschen komisch betont habe mit dem Siegfried im Sterben, es ist ein bisschen schwierig, jemanden im Tod, wie spricht jemand, der gerade am Sterben ist? Ich habe es versucht, immer so ein bisschen zu betonen, aber normal lesen kann man das nicht, weil er stirbt ja gerade. Ne? Naja, ja, das war's dann. Ja, nochmal eine kleine Zusammenfassung von mir. Komplett. Also, als erstes hat Gunther so getan, als würde Lüdegast und Lüdeger ihn wieder angreifen wollen. Und Siegfried hatte ja schon einmal die beiden Sachsen in die Flucht geschlagen und freute sich im Prinzip darauf, es diesmal nochmal zu tun. Aus Angst, dass Siegfried dabei verletzt oder sterben könnte, hat sich Kriemhild an Hagen gewandt, beziehungsweise Hagen hat sich an Kriemhild gewandt, um zu erfahren, wie er ihren Ehegemahl beschützen könnte. Und dabei hat Kriemhild erst verraten, dass Siegfried hinten an der Schulter einen kleinen Fleck hat, der verwundbar ist. Alle ziehen los, haben ihre Armee zusammen und gehen davon aus, dass sie kämpfen werden. Siegfried und alle anderen gingen davon aus, nur Gunther und
Hagen nicht. Und seine Freunde, Hagens Freunde. Und kurz bevor sie da waren, schickt Hagen 2 seiner Leute los, die dann etwas anderes anziehen, etwas, was die Sachsen tragen wahrscheinlich. Die kamen zurück als Boten, 2 Stück, und haben dann verkündet, den Hagen, den Gunther und den Siegfried, dass die beiden Könige doch nicht kämpfen wollen. Alle freuen sich im Prinzip, ja, außer Siegfried. Siegfried hatte Bock auf Kämpfen. Ist auch ein bisschen einfach, wenn man so super geschützt ist wie er. Dann macht das wahrscheinlich mehr Spaß, wenn man nicht um sein Leben, um sein Leben bangen kann. Also ein bisschen so wie in Videospielen heutzutage. Dort stirbt man ja auch nicht wirklich. Und da kämpft man ja auch. Nicht körperlich, aber man kämpft trotzdem und man stirbt nicht. Also der Charakter, aber man selbst nicht. Also ich schätze mal, das ist dieselbe Freude, die er empfindet. Vielleicht sogar noch mehr. Und das wurde ihm jetzt genommen. Er kann sich also nicht nochmal an Lüdegast und Lüdeger rächen. Nun, Gunther aber erklärt ihm daraufhin, dass sie trotz all dem wollen sie den Blutdurst stillen, indem sie jagen gehen. So, die Jagd war damals, die Jagd war schon damals ein Vergnügen. Man denke einfach mal an den Tiergarten in Berlin, wo man viele exotische Tiere wie Tiger und Löwen reingebracht hat, die man dann erjagt hatte. Ja, der Kaiser oder die ganzen Könige. Und Siegfried war wieder, wie sagt man, Siegfried war beschwichtigt und hat gesagt, okay, ich gehe mitjagen. Und Kriemhild dachte dann, ups, jetzt kämpften die ja gar nicht. Und jetzt habe ich das Geheimnis von Siegfried an Hagen weitergegeben. Aber sie kämpfen jetzt gar nicht. Es gibt ja gar keinen Krieg. Sie hat es vollkommen grundlos, das Geheimnis verraten, weil es gar nicht zum Kampf kam. Also bittet sie Siegfried nicht zu gehen, weil sie schlecht geträumt hat. Ich denke einfach mal, sie hat Angst. Sie hat da irgendwie schon so einen 7. Sinn gehabt und gedacht, hier stimmt irgendwas nicht. Ist das vielleicht eine List? Ja, sie hat schon irgendwas geahnt und sie wollte Siegfried nicht sagen, dass sie das Geheimnis verraten hatte von ihm. Hätte er das gewusst, ich weiß nicht, wie Siegfried reagiert hätte. Ich glaube, er wäre trotzdem jagen gegangen, doch hätte sich geschützt vor dem Dings. Hätte das Kreuz weggemacht, hätte sich ein anderes Hemd angezogen oder hätte ein Kettenhemd darunter getragen, irgendwas in der Art, oder wäre einfach vorsichtiger gewesen und hätte den Verrat vielleicht der Verrat hätte dann zwar passieren können, aber dann hätte er den Verräter ja entdeckt. Und der Einzige, der davon wusste, war ja Hagen. Gunther wusste es nicht. Zumindest wird es hier nicht erwähnt, dass Hagen Gunther von dem Schwachpunkt erzählt. Nun ja, Kriemhild hat es dennoch nicht gesagt, weil sie Angst hatte, dass er sie verkloppt oder wütend wird, je nachdem. Keine Ahnung, ob Siegfried ein Schläger war. Ich weiß nicht, wie er es früher drauf war. Aber ich denke nicht, dass er so einer ist, der das. Er hat ja Brünnhild auch nicht fertig gemacht, konnte sie auch zusammenreißen. Also warum sollte er Kriemhild... Naja, wie dem auch sei. Siegfried geht ohne bösen Willen, ohne böse Gedanken geht er los und jagt ein bisschen und killt alles Mögliche, tut er den Wald leer räumen, mehr oder weniger. Man muss sich damals übrigens auch vorstellen, heute sind die Wälder deutlich stärker bewildet als früher. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal das Videospiel gespielt habt, Red Dead Redemption 2. Und wenn ihr dort in der Prärie rumläuft, sind überall mal Tiere. Das heißt, in der wilden Natur trifft man damals zumindest öfter auf Tiere als heute. Genauso wie man heute, wenn man heute angeln geht, braucht man eine gewisse Zeit, bis man was anbeißt. Aber weil heute alles so überfischt ist und alles im Wald so überjagt ist, trifft man nicht mehr so viele Tiere wie früher drauf. Früher waren richtig viele Tiere dort und deswegen konnten die auch so viele jagen, so viele Hirsche, so viele Bären und so weiter und so fort. Nur so am Rande. Und naja, als sie dann gegessen haben und das
das Wild wurde von den Köchen zubereitet und sie gegessen haben, kam es eben dazu, dass das Trinken gefehlt hat. Nun, man hat früher Wein verwendet, weil wenn man Wein zubereitet oder Bier, zum Beispiel Bier ist es auch, dann ist es so, das kann man gefahrlos trinken. Es ist nicht nur, um sich zu berauschen. Ja, Bier trinken und Wein trinken hat nicht nur den Rauscheffekt, sondern es ist auch sauber. Ja, also früher im Mittelalter war es auch so, dass man Angst vor schmutzigem Wasser hatte. Und dass man wusste noch nicht, dass man Wasser, wenn man Wasser abkocht, dass es dadurch sauberer wird. Ja, dass man die Keime durch das Kochen abtötet. Das wusste man damals noch nicht. Das hat man immer nur nebenbei bemerkt. Also nebenbei. Ne? Dementsprechend hat man eben Alkohol produziert. Das Alkohol hat dann eben die Bakterien abgetötet. Also das Alkohol im Bier oder im Wein hat eben abgetötet und das war eine sichere Trinkquelle, wenn man so will. Oder halt eben Flüsse. Aber im Fluss war ja gerade da nicht da, deswegen hat man eben Bier mitgeschleppt. Und ja, naja, auf jeden Fall, der Wein war aber weg, das war auch so geplant. Und Hagen meinte dann, naja, hier in der Nähe im Wald gibt es aber einen Fluss, eine Quelle, nähe einer Linde. Also, weil sie alle durstig sind, Hagen hatte vorher den Wein angeblich ganz woanders hingebracht, weil er angeblich nicht mehr wusste, wo genau das stattfindet, wo die Feuerstätte stattfindet, wo das Treffen stattfindet, wo dann halt eben gezecht wird und gegessen wird. Und sagt Siegfried an, dort im Wald ist eine Quelle. Nun ist es so, Hagen kennt ja Siegfried und Siegfried ist ja jemand, der sich gerne herausfordern lässt. Weil er ja so stark ist, mag er Wettstreite. Also sagt Hagen zu Siegfried, Mensch, ich habe mal gehört, du bist so schnell, ja, zu Fuß bist du so schnell, du kannst so schnell rennen. Warum machen wir nicht einen Wettlauf dahin? Gut, Siegfried lässt sich darauf ein. Und weil Hagen weiß, dass Siegfried sehr schnell ist, Siegfried schießt los und Gunther und Hagen gehen hinterher, beziehungsweise rennen hinterher. Währenddessen hat Hagen den Speer mitgenommen. Also Siegfried ist schon losgerannt und Hagen hat sich noch einen Speer mitgenommen, was er nicht mitgekriegt hat. Siegfried war als Erster an der Quelle. Mal davon abgesehen, ich weiß nicht, warum er als erstes losgelaufen ist. Er kannte den Weg doch nicht, glaube ich. Weil er den in dem Odenwald, wo sie gejagt haben, wusste er auch nicht Bescheid. Da brauchte er ja auch Begleitung, der ihm zeigt, wo was ist. Wieso ist Siegfried als erstes losgelaufen, wenn er doch den Weg nicht kennt? Wie dem auch sei. Er ist als erstes da gewesen. Und weil Siegfried so ein erzogener Mensch ist, hat Siegfried den ersten Schluck Gunther überlassen. Er ist also nicht gierig, obwohl er Durst hatte, gierig hergefallen über den Fluss und hat erstmal sich betrunken, sondern er hat erstmal dem König, seinen Freund, obwohl er selbst König ist, aber er ist ja nur Gast, hat er den Gastgeber den ersten Schluck gelassen. Er trinkt und danach ist er dran, bückt sich vor. Tja, Hagen sieht das Kreuz, packt sein Schwert beiseite, damit er sich nicht wehren kann und schießt in den Speer genau in den Rücken, genau dort, ungefähr in den Schulterblättern. Ungefähr. Dieses Lindenblatt sieht ja auch aus wie ein Herz. Ich blende es mal hier ein, wie so ein Lindenblatt aussieht. Und es ist im Prinzip so, es ist sozusagen Herzhöhe. Ja, wenn du da triffst, erwischst du das Herz. Ein Teil des Herzes, nicht das ganze Herz, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht von vorne ins Herz, sondern hinten durchs Herz. Ja, und Siegfried geht daran zugrunde. Er kämpft zwar noch und versucht noch, allein nur mit dem Schild bewaffnet, versucht er noch im Schrecken, im ersten Schockzustand sich zu wehren. Wahrscheinlich aus Reflex, er ist ja auch ein Kämpfer. Konnte wohl Hagen
damit erwischen. Ja? Aber ein Schild ist natürlich kein scharfer Gegenstand und Hagen ist auch kein Schwächling. Ja? Er kann sich auch wehren und auch ein Siegfried, ein angeschlagener Siegfried mit Schild ist nicht gefährlich genug, dass er zu Boden geht oder sterben würde durch einen Schlag. Ja? Er kann sich ja trotzdem wehren. Naja, er geht zugrunde, Siegfried geht zugrunde und ja, gibt dann seine letzten Worte preis. Ob man dann noch so viel reden kann, sei mal dahingestellt. Ja. Gunther beklagt es selbst, der kann es noch gar nicht so richtig fassen. Gunther scheint nur halbherzig bei der Sache zu sein. Ich glaube, er war sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht so richtig bewusst, was passiert. Hagen wusste ganz genau Bescheid, wir töten hier jemanden, wir werden hier jemanden verraten. Aber Gunther war so, ich glaube, er war so eine Art, ja, er wusste nicht so richtig Bescheid. Vielleicht hat er selbst sowas noch nie begangen. Hagen scheint definitiv, also meiner Meinung nach, Hagen hat er schon das erste Mal gewesen sein. Aber für Gunther war sowas ist Neues. Und Gunther ist ja kein schlechter Mensch per se. Gunther ist eigentlich ein guter König. Nur er lässt sich leicht von anderen beschwatzen. Und dementsprechend ist er auch so plötzlich so geschockt von der Sache und beklagt plötzlich den Tod, obwohl er doch selbst daran beteiligt war. Das heißt also, Gunther, sagen wir es mal so, er ist ein gutherziger König, aber er ist kein guter König, möchte ich mal so sagen. Ja, also ein König sollte sich nicht beschwatzen lassen wegen so einem Quatsch. Er ist ein schwacher König, sagen wir es mal so. Siegfried lässt ihn das natürlich nicht durchgehen, ne? Und beleidigt ihn sozusagen noch beim letzten Mal, auch richtigerweise, und gibt ihn sozusagen als letzte Aufgabe mit, dass er sich gut um Kriemhild kümmern soll, weil sie jetzt nun Witwe ist. Und dass er sie beschwichtigt, dass er sich um sie kümmert. Naja, und die Leute treffen sich, fragen sich, okay, sie alle sehen ja, dass Hagen, die sehen ja, was passiert ist, sie wissen, dass es Hagens Speer war und fragen sich halt, wie können wir jetzt die Missetat von Hagen, wie gehen wir jetzt damit um? Das war ja ein Verrat. So. Im Prinzip ist das ja auch eine Kriegserklärung, wenn man so will. Ja? Also Burgund hat den König eines anderen Lands getötet. Ja. Im Prinzip müsste man Hagen jetzt hängen, um einen Krieg zu verhindern. Also davon gehe ich jetzt aus, dass im Prinzip eigentlich die komplette Niederlande bzw. Siegmund jetzt sagen würden, okay, ihr habt unseren aktuellen König getötet, jetzt werden wir uns rächen, gebt uns Hagen oder das war's. Alle sind aber noch ein bisschen geschockt, der Schock ist noch frisch und Hagen sagt, okay, ich nehme das auf mir, ja, ich bringe jetzt den Siegfried selbst sogar zurück zum Rhein, selbst zu Kriemhild und bahr ihn da auf dem Schild auf. Er stellt sich quasi so hin und sagt, sie hat das ja alles begonnen, sie hat Brünnhild beleidigt, es ist ihre Schuld, dass das passiert ist und mir ist es egal, was sie davon hält. Und ja, so bringen sie jetzt ihn, beziehungsweise Hagen bringt Siegfried, den toten Siegfried, zurück. Und damit endet das Abenteuer. Das hier. Aber seid gewiss, die Geschichte geht noch weiter. Auch wenn Siegfried tot ist, die Geschichte geht noch weiter. Vor allem Kriemhild geht noch weiter. Gut, ich hoffe, das hat euch bis hierhin gefallen. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Bye. Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.